Hallo Frau Dorigo, Hallo, Herr Dr. Barth. wir sind jetzt ungefähr 3,5 Monaten nach Ihrer gesichtsangleichenden OP Genau. und ich hätte ein paar Fragen. Die erste ist, welche Probleme hatten Sie, die dazu geführt haben, dass Sie sich operieren lassen wollten? Also in erster Linie war es mir sehr wichtig für die Gesellschaft, da die Optik das Erste ist, was die Leute sehen. Und ich immer wieder gemerkt habe, dass viele doch zweifeln, komische Blicke mir zuwerfen. Und ich, wenn ich in den Spiegel geguckt habe, auch für mich selbst immer wieder dieses Männliche gesehen habe, diese männlichen Züge. Und das wollte ich weicher haben, wollte das aber auch wirklich natürlich haben. Und das war mir sehr wichtig, dass es einfach ein natürliches, weibliches, harmonisches Ergebnis gibt. Ja. Und warum sind Sie dafür zu mir gekommen? Weil ich durch sie aufmerksam geworden bin im Internet und auch im Fernsehen. Und habe mir die Vorher-Nachher-Bilder angeschaut und war total begeistert, da es genau meinen Vorstellungen entsprochen hat. Da die Ergebnisse wirklich verändert haben, aber keinen anderen Menschen aus der Person gemacht haben, sondern einfach nur die weibliche Schwester. Ja. Und das Ergebnis, was hatten Sie von dem Ergebnis? Mit dem Ergebnis bin ich auch zufrieden. Man sieht hier und da, muss es noch ein bisschen abschwellen. Die Narben sind noch etwas gerötet, aber es wird auf jeden Fall von Stück zu Stück besser. Und wie war die Heilung? Wie lange hat es gedauert, bis Sie wieder, sagen wir mal, sozial fähig waren? Also bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, würde ich sagen, weil durch die Implantate, die mir eingesetzt wurden, das Gesicht doch noch anfangs sehr dick war und angeschwollen war. Vielleicht hätten das die anderen Leute gar nicht so wahrgenommen, aber man selbst für das, ja, ich habe mich noch nicht so sicher gefühlt. Also so 4, 5 Wochen war es bei mir, 6 Wochen sogar war es wirklich noch sehr angeschwollen. Ja, haben Sie viele Schmerzen gehabt? Schmerzen ist relativ, ich würde sagen, unangenehm. Unangenehm beim Essen, die erste Zeit aber nur, weil es einfach noch ein bisschen anstrengend war, wie wenn man Muskelkater im Kiefer hat oder wie wenn man eine Zahnbehandlung beim Zahnarzt bekommen hat. Hat es noch irgendwelche Komplikationen gegeben? Komplikationen keine. Sie waren dann auch, ich glaube, eine Woche bei uns im Gästehaus. Genau. Ja? Können Sie darüber noch was erzählen? Also das Gästehaus war von Anfang an sehr familiär. Man hat sich von Anfang an wohl gefühlt, sicher gefühlt und ja, es war fast wie Urlaub, bis auf die ersten 2, 3 Nächte, die waren doch ein bisschen schmerzhaft, wobei das mit den Medikamenten auch gut auszuhalten ist. Und ja, also würde ich jederzeit jedem empfehlen, der diesen Schritt machen möchte. Ja. Sie haben es kurz erwähnt, die Vorher-Nachher-Fotos und Videotestimonials. Wie wichtig war das für Sie, dass Sie das sehen konnten im Internet? Für mich war es eigentlich sehr wichtig, denn viele Kliniken bieten sowas gar nicht an. Und ich finde es immer auch schön, die persönlichen Erfahrungen von jeder Patientin einfach zu erfahren und auch wirklich zu sehen, wie dann das Endergebnis aussieht. Ja. Denn jedes Gesicht ist ja auch anders, jeder Mensch ist anders, jeder Typ ist anders und trotzdem erkennt man in allen eine Ähnlichkeit. Also ja, wie gesagt. Wenn Sie sich selber, so wie Sie waren, vor der OP noch eine Empfehlung geben könnten, hätten Sie eine und was würde das sein? Ja, also die Empfehlung wäre wirklich, ich hätte es zu meinem
alten Ich, sage ich jetzt mal, hätte ich es viel früher machen müssen, weil einfach dieser Alltag, das Alltagleben, das in den Spiegel schauen und sich selbst zu erkennen und jetzt genau die Persönlichkeit zu sehen, die man eigentlich schon immer gefühlt hat. Ja. Also ich würde es eigentlich nur empfehlen, früher zu machen. Ich hätte es früher machen müssen. Ja. Und bin aber froh, dass ich es jetzt gemacht habe. Gut. Letzte Frage, wenn jemand die Interesse hat an einer OP bei uns, mal Kontakt aufnehmen möchte über E-Mail, wäre das in Ordnung für Sie? Das wäre für mich in Ordnung. Okay, das ist ja lieb. Vielen Dank für das Interview. Danke auch.